muss es eigentlich schwierig sein, sich heutzutage sozial und ökologisch nachhaltig zu verhalten. An einem Ort wie Siebenlinden kommen Menschen zusammen, die sich über soziale und ökologische Grundfragen einig sind und die dann frei sind, die Unterschiedlichkeit ihrer Fähigkeiten und die Vielfalt ihrer Interessen zusammenzubringen und sich gemeinsam auszurichten und sich gegenseitig zu unterstützen auf das Leben in einem nachhaltigen ökologischen Dorf. Siebenlinden ist so alt wie ich. Hier wurden 1997 21 Hektar Acker und Wald gekauft mit einem halb sanierten Haus drauf. Mittlerweile haben wir hier 80 Hektar Fläche. Davon sind ungefähr 9 Hektar Bauland, wo mittlerweile auch 9 Häuser draufstehen. Insgesamt wohnen hier inzwischen 140 Erwachsene und Kinder. Kannst du mitfahren mit dem Wagen? Genau. In ein paar Jahren fahren wir wieder hin. Nee, ein bisschen schon. 1, 2, 3, super! Wir haben zwar eine gemeinsame Ausrichtung, aber es gibt sehr viele Themen, bei denen haben wir einfach sehr verschiedene Meinungen, zum Beispiel die Wahl der Verkehrsmittel oder Ernährung. Und das Schöne oder das Starke an unserer Gemeinschaft ist, dass wir das miteinander leben können, dass wir uns in dieser Vielfalt gegenseitig akzeptieren können. Die meisten arbeiten innerhalb von Siebenlinden und wenige haben außerhalb ihre Berufe. Grundsätzlich ist jeder selbst verantwortlich für sein eigenes Einkommen. Es gibt aber auch Bereiche, die wir gemeinsam tragen, wie zum Beispiel die Lebensmittel für die Kinder. Wenn ich jetzt in der Stadt wohnen würde, dann müsste ich immer anrufen, ja, kann ich zu dir kommen und ist es okay? Und dann würde ich da erst hinfahren müssen und so. Und hier kann ich einfach mal eben durchs Dorf rennen und die Person, die ich zuerst finde, mit der mache ich dann was. So. Das ist total toll. Einen wesentlichen Anteil an der guten Ökobilanz Siebenlindens hat das Bauen und Wohnen. Zum einen bauen wir vorrangig Mehrfamilienhäuser, das heißt, es finden mehr Menschen ein Zuhause auf derselben versiegelten Grundfläche. Und zum anderen sind unsere Häuser praktisch ausnahmslos aus ökologisch unbedenklichen Baustoffen gebaut. Das sind vor allem Strohballen in Siebenlinden, Lehm und Holz. Und Baustoffe wie Beton, Kunststoff, Aluminium, die ökologisch kritisch zu bewerten sind, reduzieren wir auf das absolute Minimum. Und selbst da, das sieht man an dem Haus hinter mir, haben wir nach Alternativen gesucht und zum Beispiel statt Frischbeton im Fundament mit wiederverwendeten Betonplatten aus dem Straßenbau gearbeitet. In Siebenlinden ist Selbstversorgung ein wichtiges Thema, weil wir versorgen uns schließlich selber mit Häusern, mit Wärme, mit Essen und Gemeinschaft. Ich muss jetzt neu zuziehen und Wegzüge den Kids bewusst machen. Ja. Aber sind aber auch zum Glück Also ich würde die Vision mit der Frage benennen, ja, wie leben wir ein gutes Leben und wie leben wir es
nicht auf Kosten von anderen, seien es Menschen, Tiere, Pflanzen, also nicht auf Kosten von Dritten. Und ja, wie leben wir ein zukunftsfähiges Leben für unsere Kinder und Kindeskinder? Und da sind wir dran. Wir arbeiten dran. Unser Bildungsbetrieb speist sich aus dem großen Interesse, das es an unserem Dorf gibt, und unserem Wunsch, unsere Ideen in die Welt zu bringen. Deshalb führen wir Veranstaltungen durch, die die Besonderheiten unseres Dorfes zeigen, oder Seminare zu den Themen, die uns besonders wichtig sind, wie gewaltfreie Kommunikation oder Strohballenbau. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichte. Ich habe hier Kontakt, ich kann in Kontakt gehen mit Menschen, mit der Natur, mit der Erde, mit mir selbst und ja, kann die Bedürfnisse leben, die oft unter dem Konsum liegen. Schatz! Auf mein Kleinsten. Es geht gar nicht, wenn es hier ist. Und ich kann auch nicht dafür, wenn jemand mich schubst. Wir haben das frische Gemüse, frisch auf dem Tisch. Die Kinder laufen hier überall frei rum. Wir kennen uns alle und begegnen uns wertschätzend. Also wie Verzicht fühlt sich das wirklich gar nicht an. Ist das Leben hier besser oder ist es anstrengender als außerhalb von der Gemeinschaft? Anstrengender ist ja nicht schlechter. Ich würde sagen, es ist besser und anstrengend. Genau, das Leben natürlich. Das Leben an sich ist gut und manchmal gibt es Kleinigkeiten, die einfach anstrengend sind. Es ist besser und auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall besser und auf jeden Fall anstrengender.